Sonntagmorgen im Sridhar Mayapur. Geschichtenzeit. Heute möchte ich eine Geschichte über einen Dschungeljäger erzählen. In einem Dschungel lebte einmal ein Jäger. Und der hatte eine etwas grausame Art und Weise, Tiere zu töten. Doch er war sich dessen nicht bewusst. Eines Tages kam Narada Muni. Und er war ganz erstaunt, denn plötzlich sah er ein Reh. Ein Reh, das vor Schmerzen schrie und sich krümmte. Und man sah den Pfeil in seinem Körper stecken. Und Narada Muni sagte, oh mein Gott, was ist denn mit diesem Reh geschehen? Wer hat dir denn diese Schmerzen zubereitet? Da sah er plötzlich auf der anderen Seite, ein bisschen weiter weg, einen Hasen. Genau das Gleiche. Er krümmte sich voller Schmerzen, er hatte einen Pfeil in der Seite. Und es war ein furchtbarer Anblick, furchtbar. Und einige Zeit später sah er noch ein Wildschwein. Wieder der gleiche Anblick. Schmerzen, Pfeil im Körper. Und Narada Muni dachte, was ist das? Was ist das? Das geht doch nicht. Wer bereitet denn diesen Tieren solche Schmerzen zu? Und er machte sich auf die Suche nach der Ursache. Und da erblickte er plötzlich hinter einem Baum einen Jäger. Und er zielte gerade auf ein weiteres Tier, doch Narada Muni kam und machte etwas Geräusche, sodass das Tier verscheucht wurde. So wie, er machte einfach etwas Krach. Und der Jäger kam hinter dem Baum hervor und sagte, was machst du denn? Ich war gerade dabei, dieses Tier zu erlegen und du kommst und scheuchst es einfach vor meiner Nase weg. Was machst du? Dann sagte Narada Muni zu dem Jäger. Sein Name war übrigens Mrigari. Er sagte, mein lieber Jäger, es ist ziemlich grausam, so wie du diese Tiere tötest. Du solltest dies nicht tun, denn wenn du diesen Tieren Schmerzen zufügst, wirst du den Schmerz, den du anderen zufügst, selber irgendwann erleiden. Du wirst entweder in einem deiner Leben oder im nächsten Leben auf die gleiche Weise getötet werden, voller Schmerzen und Leiden. Und zwar für jedes einzelne Tier, das du so getötet hast. Oder du wirst diese Schmerzen auch noch in diesem Leben erleiden. Bitte hör auf damit. Es ist nicht gut für die Tiere, aber es ist auch nicht gut für dich. Hör auf damit. Du fügst dir selber sehr großes Leid zu. Und der Jäger war ganz erschrocken. Er war ganz, was? Wirklich? Das wusste ich nicht. Oh mein Gott, was habe ich denn nur getan? Oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Und Narada Muni sagte, als erstes, wirf bitte deinen Bogen weg. Hör auf, die Tiere so zu jagen. Und der Jäger Mrigari sagte, aber wenn ich meinen Bogen wegwerfe, dann wie werde ich dann überleben? Was soll ich denn dann machen? Es ist meine Aufgabe. Ich habe das so von meinem Vater gelernt. Mein Vater hat es von seinem Vater gelernt. Und so weiter. Das ist so, wie ich gelernt habe zu leben. Ich habe Angst, meinen Bogen wegzuwerfen. Denn was wird denn dann? Und Narada Muni nahm ihm die Angst. Er sagte, nein, ich werde dir einen Weg zeigen, wie du leben kannst, ohne anderen Leid zuzufügen. Und keine Angst, ich werde mich um dich kümmern. Okay, dann nahm Mrigari seinen Bogen, seine Pfeile und er zerbrach sie sogar. Er zerbrach sie, warf sie weg und sagte, okay, bitte Narada Muni, dann was soll ich tun? Was soll ich tun?
Ich folge deinen Anweisungen. Sag mir, wie ich leben kann, ohne Tiere zu töten. Narada Muni gab ihm die Anweisung, zieh an einen heiligen Ort, ans Ufer der Ganges, das war nicht weit weg, bau dort eine kleine Hütte, verehre Tulsi täglich und chante die heiligen Namen. Und Migari war erst etwas, okay, aber wie, was esse ich? Vom Chanten werde ich jetzt nicht satt und ich habe diesen Körper und braucht Nahrung. Keine Sorge, keine Sorge. Ich werde dir Nahrung schicken. Okay. Migari folgte den Anweisungen. Er nahm seine Frau, er ging zur Ganges, er baute eine kleine Hütte, er verehrte täglich Tulsi, er meditierte und die Dorfbewohner hörten von seinem Wandel. Sie hörten von dem Wandel, dass der Jäger Migari, der sonst immer im Wald war und Tiere getötet hatte, Sie hörten von dem Lehrer, von dem Jäger Migari, der sonst immer im Wald war und Tiere getötet hatte, dass der sich gewandelt hatte und nun das Leben eines Heiligen quasi führte, eines Sadhus. Und sie waren davon so beeindruckt, dass sie ihm Essen gaben. Viele Einwohner des Dorfes brachten täglich Töpfe von Essen zu Migari und seiner Frau. Einige Zeit später, es ist etwas Zeit vergangen, da besuchte Narada Muni Migari wieder. Und Migari hatte in der Zwischenzeit so viel wie sagt man, ja, Anhaftung und Liebe zu seiner Lebensweise erhalten, auch zu den heiligen Namen, die er chantete, dass er ein Glück erfahren hatte, ein innerliches Glück erfahren hatte, das er vorher überhaupt nicht kannte. Und er war so glücklich über dieses innere Glücksgefühl, das er nun erleben durfte durch diese Praxis, dass er alte Narada Muni sah, dass er aufsprang und zu ihm hinrennen wollte. Doch auf seinem Weg waren Ameisen. Und es war ein großer Schwarm, es war nicht nur eine kleine Ameisenstraße. Und er blieb stehen und er wischte erstmal mit seinem Chadar, wischte erstmal die Ameisen etwas vorsichtig beiseite. Und dann ging er weiter zu Narada Muni und seinem Freund. Und Narada Muni, der fand es so erstaunlich. Also er wusste ja, wie dieser Vorgang funktioniert, dass er wirklich einen Wandel im Herzen hervorbringen kann. Aber er fand es so erstaunlich, es wieder zu sehen, dass ein Jäger, der sich vorher überhaupt nicht bewusst darüber war, wie er andere Lebewesen behandelt, dass er anderen Lebewesen Leid zufügt, dass er plötzlich so bewusst wird, dass er nicht mal auf kleine Ameisen treten will. Und Migari kam zu Narada Muni, er verbeugte sich und er sagte, danke, dass du mir diesen Weg gezeigt hast, danke, dass du mir geholfen hast, bewusster durch mein Leben zu laufen. Und er lud Narada Muni und seinen Freund in seine Hütte ein und zusammen chanteten sie die heiligen Namen. Und dann sagte Migari zu Narada Muni, bitte, wir kriegen viel zu viel. Wir brauchen gar nicht so viel Essen. Wir sind nur zu zweit. Bitte, wir haben viel zu viel zum Leben. Bitte schick uns nicht mehr so viel Essen. Wir wissen gar nicht mehr, was wir damit machen sollen. Und Narada Muni war sehr glücklich, Migari, den Jäger, jetzt so zu sehen. Er segnete ihn für sein weiteres Leben und dann verließen die beiden wieder die Hütte des Jägers und seiner Frau. Und das war die Geschichte vom grausamen Jäger Migari, der einen Herzenswandel erreichte oder durchlebte. Und diese Geschichte trifft auf viele von uns zu, denn viele von uns waren kleine Migaris, die überhaupt nicht sich bewusst sind oder bewusst waren,
wie sie andere Lebewesen behandelt haben, wie sie andere Lebewesen behandeln, dass ihre Art des Lebens eine grausame Art ist. Wir denken, ich dachte, jahrelang, als ich kein Vegetarier war, es ist völlig normal, Fleisch zu essen. Das ist diese Verbindung zwischen dem Schnitzel auf dem Teller und dem Schweinchen, das da für mich gestorben ist, die war einfach nicht da. Bis jemand gekommen ist und mir gesagt hat, nee, das ist nicht normal. Das ist, man kann auch anders leben. Und für diesen jemand bin ich sehr dankbar, dass Srila Prabhupada diese Bewegung geschafft hat, die das Wissen in die Welt hinausträgt. Und natürlich sind wir keine Narada Munis, die das Wissen tief im Herzen verankert haben. Und wenn ich Worte spreche, dann geht es nicht direkt in das Herz von jemandem rein und plötzlich passiert ein 180 Grad Lebenswandel. Bei uns dauert es etwas länger, aber ich hoffe, diese Videos oder diese Botschaften, die Srila Prabhupada hat und die wir versuchen weiterzugeben, sind zumindest ein kleiner Denkanstoß, um über die eigene Lebensweise nachzudenken und vielleicht sich über Dinge im eigenen Leben bewusst werden, die man besser machen kann. Und unser Wandel oder mein Wandel speziell ist auch noch nicht 100%ig. Bei mir gibt es auch noch so viele Dinge, die ich verbessern kann, wo ich die Umwelt viel besser behandeln kann, wo ich Mutter Erde viel besser behandeln kann, wo ich meine Mitmenschen viel besser behandeln kann und so weiter. Also dieser Wandel im Herzen, dieser kleine Migari ist auch bei mir immer noch drin. Ich sitze noch nicht am heiligen Fluss und chante nur die Namen, aber ich merke, wie dieser Wandel von sich geht. Und ich bin Srila Prabhupada sehr dankbar, dass er das angefangen hat, und ich hoffe, dass ich es ein Stückchen weitergeben kann und dass auch andere anfangen, bewusster ihr Leben zu leben. Wer soll sich denn um uns kümmern, wenn ich den ganzen Tag nur chante und mein Leben Krishna widme und meinen Beruf aufgebe? Ja, naja, man muss ja nicht gleich seinen Beruf aufgeben. Aber mehr. Wenn ich Metzger bin Dann, oder für McDonald's arbeite? wenn du Metzger bist und für McDonald's arbeitest, also wenn du Metzger bist und für McDonald's arbeitest, bitte sofort die Kündigung schreiben. Sofort. Vertrauen. Ich meine, Vertrauen kann man nicht herzaubern. Vertrauen kriegt man, wenn man andere sieht, wie sie leben, und dass dieser Vorgang funktioniert. Und andere Beispiele hat oder sowas. Ne? Man kann nicht einfach, okay, jetzt habe ich Vertrauen, aber Vertrauen muss man, wie sagt man? Entwickeln. Ja, Vertrauen muss man entwickeln. Jetzt kommt ein Fahrradfahrer hinter dir. Ja, am besten Vertrauen entwickelte man am besten in Gemeinschaft. Und irgendwann muss man diesen ersten Schritt gehen. Irgendwann muss man sagen, okay, ich spring da jetzt einfach rein, ich versuch's. Aber ich kann 100%ig sagen, meine Erfahrung ist, dass alle, die ich gesehen habe, die das machen, die sagen, okay, ich versuche das jetzt. 100%ig. Ich will jetzt was für Krishna machen. Ich will jetzt diesen Weg gehen. Ich will jetzt ein besserer Mensch werden. Man geht diesen einen Schritt und man kriegt 1000 Geschenke zurück. Und man kriegt dieses Vertrauen. Wenn man wirklich sagt, okay, ich will es jetzt wissen, dann wird man aufgefangen. Aber man muss den ersten Schritt machen. Es kommt nicht zuerst das Geschenk und dann, okay, jetzt kann ich alles aufgeben. Man selber muss den ersten Schritt machen. Dieses erste, okay, ich versuch's. Und dann kommen die Geschenke. Und dieses Vertrauen für den ersten Schritt, das kommt durchs Lesen, das kommt durchs Hören, das kommt durchs Lesen. Okay, was
was erwartet mich, wenn ich es mache? Welche spirituelle Welt, welche innere Zufriedenheit könnte mich erwarten, wenn ich auf Gott zugehe? Und dieses Vertrauen kriegt man, dass man wirklich diesen ersten Schritt machen kann. Dieses Vertrauen kriegt man durchs Lesen. Vorsicht. Sorry, Mathe. Ja, also dann kriegt man Vertrauen, dann kriegt man die Geschenke und dann geht's weiter. Im spirituellen Leben, Schritt für Schritt. Aber das heißt nicht, dass ich gleich alles hinwerfen muss. Nein, 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 nein. Und ich auch an die nein. Gangel Also wenn setzen du, muss, wenn du in den nicht, Reisen wenn du muss. nicht gerade Metzger bist und bei McDonald's arbeitest, dann musst du nicht alles hinwerfen. Dann mach einfach ein bisschen Zeit in deinem Tag, in dem du Zeit hast, über Gott zu hören, über Krishna zu hören. Ein bisschen Zeit, in dem du vielleicht Zeit hast, in den Tempel zu gehen, andere Gleichgesinnte, die auch auf dem Weg sind, zu treffen, sich auszutauschen. Ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit, Essen zu kochen, was du dann opferst. Einfach das, ein bisschen mehr Zeit machen. Nicht sofort alles aufgeben und hinschmeißen. Und besonders vielleicht, wenn du eine Familie hast, die du noch unterhalten sollst und kannst. Aber einfach ein bisschen Zeit einrichten. Und dann Schritt für Schritt entwickelt sich der Wunsch dann auch nach mehr. Nach vielleicht noch mehr Zeit, nach anderen Lebensumständen. Und ja, wie gesagt, alle, die ich sehe, die den Wunsch hatten, da die Wunder geschehen. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Bulgari hatte diesen riesen Vorteil, dass er Narada Muni bekommen hat, dass Narada Muni persönlich zu ihm gekommen ist und ihm dieses Vertrauen geschenkt hat und diese Anweisungen gegeben hat. Tja, ich habe noch keinen Narada Muni zu mir fliegen gesehen. Wie können wir dieses selbe Vertrauen aufrechterhalten? Ja, naja, also in meinem Leben sind viele kleine Narada Munis gekommen. Die kamen auf mich zu, haben mir dieses Wissen gegeben. Und natürlich konnten die nicht dieses tiefe Vertrauen einsammeln, weil sie nicht diese tiefen, weil sie keine reinen Gottgeweihten waren wie Narada Muni einfach. Aber Srila Prabhupada war ein reiner Gottgeweihter. Und Devotees. ja, Devotees. Bei mir sind es wirklich die kleinen Narada Munis. Das ist wirklich dieses Erleben der Devotees, die mir das Vertrauen geschenkt haben. Das ist das, was du persönlich in deinem Leben erfahren hast. Das ist das, was ich persönlich in meinem Leben erfahren habe. Natürlich haben die wiederum das Wissen aus den Büchern von Srila Prabhupada. So, und die konnten mir das dann weitergeben. Und so habe ich dann auch langsam Srila Prabhupada wertschätzen können. So, ne, sein Wissen wertschätzen können. Aber es ist immer noch, für mich ist es immer noch das Wissen von Devotees. Nicht direkt, also nicht, natürlich lese ich auch und so, ne, aber ich finde es immer sehr schwer, das Bhagavatam direkt zu lesen. Ich sitze lieber in einer Lecture und mir erklärt nochmal jemand seine Realisationen zum Bhagavatam. Das ist für mich viel einfacher als das Srimad Bhagavatam direkt zu lesen. So, also ich brauche immer diese menschliche, also Körper, also es ist körperlich jemand anwesend, der mir das Wissen aus dem Bhagavatam erzählt. Das ist für mich viel einfacher, als mich alleine zu Hause hinzusetzen und zu lesen. Aus den Büchern von Srila Prabhupada zu lesen, weil Srila Prabhupada sagt, er ist in seinen Büchern und das kennst du, das sieht man auch, aber für mich ist es wirklich mit diesem Link einer real körperlich anwesenden Person einfacher. Ja, ich denke, das ist das Prinzip vom Guru und darum wird auch dieses Prinzip Guru so stark beschrieben in den Büchern, in den Schriften. Selbst Prabhupada redet ständig über dieses Guru Tattva, wie wichtig das ist, dass man wirklich auch eine persönliche Beziehung zu jemandem hat, der einem Wissen geben kann. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Wenn du jetzt nicht die komplett persönliche Connection zu Prabhupada hast.
so eine ganz direkte persönliche Beziehung mit Prabhupada hast. Ich meine, haben viele nicht. Bin schon fertig. Bist schon fertig? Man hört nur meine Stimme. Ich schwitze eh viel zu viel. Es ist super heiß gerade hier. Ja, super schwül. Deine Super Brille schwül. schlägt, deine Brille schlägt schon. Meine Brille schlägt an, ich sehe schon gar nichts mehr. Okay, Srila Prabhupada Ki Jai. Die kleine Migaris in uns weg. Zaubern, bitte jetzt. Hare Krishna. Dschungelgeräusche. alles gut.